Warum glauben die der AfD mehr als Ihnen? Ich weiß gar nicht, ob die der AfD unbedingt mehr Glauben schenken, aber ich habe in einem... Sonst würden die ja nicht wählen. Naja, gibt auch andere Gründe als Glauben, um eine Partei zu wählen. Aber also, darf ich... Herr Maas sagt, wir sollten aufhören, damit das als Protest zu verklären. Hey Leute, heute schauen wir uns an, wie Lanz die AfD als die neue Arbeiterpartei bezeichnet und Kühnert mal wieder mit seinem gewohnten rechten Geschwätz um die Ecke kommt. Ist das der neue Kurs der SPD oder einfach nur das gleiche alte Lied? Schaut rein und lasst euch überraschen. Auf geht's! Ich habe das vorhin gesagt, wie die neue Arbeiterpartei, ob einem das gefällt oder nicht, ist die AfD. Und ist auf jeden Fall nicht mehr, ich spitze es jetzt ein bisschen zu, ist auf jeden Fall nicht mehr die SPD. Irgendjemand sagte neulich hier, die SPD ist jetzt die Partei für Bürgergeldempfänger. Also die Jungen so wird das wahrgenommen. Ja. Merken die jungen Leute, ist immer schwierig, das so zu sagen, aber spüren die das, diese, wie nennt man das, kognitive Dissonanz, die ganze Widersprüchlichkeit, die da drin steckt? Ich tausche mich oft mit denen aus. Ich habe das Gefühl, die vertrauen der Politik an dem Punkt nicht mehr. Die sagen, ihr erzählt uns etwas, aber das glauben wir euch nicht mehr. Anderes Stichwort ist zum Beispiel die Rente. Wir glauben nicht, dass ihr das dauerhaft so halten könnt. Wir glauben vielmehr, das wird alles auf unserem Rücken jetzt ausgetragen, um die eigene Klientel zu befrieden. Also tatsächlich sind 40% der Jungen haben unseren Studien angegeben, dass sie glauben, dass die Regierung gegen sie arbeitet oder sie ausgespart werden. Und bei den AfD 40% glauben, dass die Regierung gegen sie arbeitet? Richtig. Also im Sinne von, die Regierung interessiert sich nicht für uns oder die arbeitet sogar gegen uns. Und bei den AfD-Wählern der Jungen waren das 70%. Also es ist schon ein Thema, da haben wir... Woran machen die das fest? Das ist ja irre. Die Corona-Erfahrung beispielsweise. Ja, während der Corona-Erfahrung sind viele Menschen, die jetzt eine andere Meinung hatten, in die Alternativmedienlandschaft gegangen, sage ich mal. Und da wird nach wie vor befeuert. Also die haben wir eben, die vor allem die Jungen sehr stark penetrieren mit vielen Dingen. Es liegt auch daran, dass junge Menschen heute ein Gefühl haben, dass der Staat mehr machen muss. Also man externalisiert quasi die Verantwortung in den Staat hinein. Und das haben wir in ostdeutschen Bundesländern stärker als in westdeutschen. Also man hat das Gefühl, der Staat muss mehr machen. Hat damit was zu tun, dass Kinder heute auch ein bisschen behüteter aufwachsen. Also wir haben eine höhere Anzahl von Intensivelternschaften, die quasi Helikoptereltern und Co. Und die übernehmen immer mehr Räume der Kinder, also immer mehr Dinge. Also man wird immer mehr in die Schule gefahren, umgezogen und so weiter. Und so wachse ich eben auf, dass immer die Umgebung sich ein Stück mir anpasst. Und das wird jetzt auch auf den Staat übertragen. Das heißt, der Staat muss mehr Verantwortung übernehmen. Interessant. Ja, der ist verantwortlich dafür, dass ich einen tollen Studienplatz bekomme, dass ich einen tollen Arbeitsplatz bekomme, dass der Staat eine höhere Verantwortung. Und dadurch habe ich auch ein Gefühl von Ohnmacht, wenn der Staat das eben nicht so macht. Und das wirkt jetzt negativ auf die Grünen aus, im Sinne von, die schneiden ganz viel ein. Die geben mir eine Gendersprache vor, die machen das und schneiden mich in einer gewissen Weise ein. Das heißt also, wir haben hier eine ganz andere Wahrnehmung, was der Staat darf und nicht. Und wir haben ein ganz anderes Politikverständnis. Also viele Junge haben sich auch politisch nicht einordnen können. Also die mussten sich auf einer Skala bei uns einordnen. Und die sagen, ja, diese Links-Rechts-Einteilung macht für mich gar keinen Sinn. Ich finde mich da auch nicht wieder. Dadurch sehe ich auch links- und rechtsextrem weniger. Also die AfD ist für die vielen Jungen gar keine Extrempartei, also keine extremistische Partei. Und für die ist die AfD was? Eine nahbare Partei der konservativen Mitte. So wurde der konservativen Mitte? Also wurde nicht als rechtsextrem. Und bei relativ vielen Jungen die haben uns gesagt, nein, das ist keine rechtsextreme Partei. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Schluss. Dadurch, dass die Partei, ich bin ja selber nicht rechtsextrem, ich würde mich in der Mitte einordnen, so haben die das gemacht. Ich will die AfD, deswegen kann die auch nicht extremistisch sein. Aber also weil ich es nicht bin, ist es die Partei, die ich wähle, auch nicht. Genau, da sind wir wieder bei dieser Dissonanz der kognitiven Verzerrung. Und jetzt kommt das, dadurch, dass andere Parteien eben nicht mit der AfD koalieren, sind die automatisch links. Sind die automatisch weg von meinem Spektrum, von meinem B-Spektrum, bis auf eben BSW und AfD. Jedenfalls die jungen Menschen, die quasi in dieser Bubble agieren. Das haben wir uns wieder so. Das heißt, die AfD ist für die eine rechtskonservative Partei und BSW wurde als linkskonservativ beschrieben. Und alle anderen sind wo? Links von dem Spektrum, also die CDU. Also die CDU ist eine linke... Genau, die mussten einteilen von 0 war linksextrem, 100 war rechtsextrem. Und da haben sie die CDU bei 45, 40 eingeordnet, die SPD auch ungefähr, komischerweise auf der gleichen Höhe und alle anderen weiter. Also Grün zum Beispiel ganz weit links, komplett verschoben. Also das war bei denen, die es nicht richtig einordnen konnten. Und das waren ungefähr 35%. Die AfD macht natürlich etwas anders, was rechtsextreme Vorgänger vor ihnen gemacht haben. Die NPD und Republikaner und was wir so kannten, haben ja dezidiert ein Vokabular benutzt, bei dem sie überhaupt nicht verhehlt haben, wo sie unterwegs sind. Die AfD
wie viele andere Rechtsaußenparteien auch, versucht ja, die Begriffe der politischen Mitte, der traditionellen politischen Mitte zu vereinnahmen. Das heißt, sie stehen auch für die Demokratie ein, so sagen sie. Sie meinen nur eine andere Demokratie damit. Sie versuchen das umzuframen und sagen, wir sind für die wahre Demokratie und ihr tut nur so, als seid ihr für die Demokratie. Die Jungen haben gesagt, also die suggerieren halt, es könnte mir noch besser gehen. Mir geht es halt einfach nicht so gut. Also wird permanent dann auch eingeredet, dass es einem schlecht geht. Und das war ganz interessant, weil wir das auch objektivieren wollten. Also wir haben dann gefragt, ja, jetzt nennen wir mal die Punkte, warum es dir denn schlecht geht. Wo sind denn die Punkte? Und dann hat man einiges aufgezählt und dann sage ich, ja, aber stimmt das denn wirklich? Und dann haben die Jungen so nachgedacht und gesagt, nein, eigentlich stimmt das gar nicht. Also es wird mir auch sehr stark vermittelt, dass es mir noch besser gehen könnte und dass es mir sehr schlecht geht. Das ist einfach, wenn man es objektiviert, sieht man, das geht nicht ganz so auf. Und das wird eben sehr stark genutzt. Also es wird auch eine Unsicherheit genutzt an der Stelle. Und eben der Staat sollte dafür sorgen, dass es dir besser geht. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Verantwortung auf den Staat übertragen. Das heißt, ein Dienstleisterverhältnis, Entschuldigung, Eher so ich bin Kunde und der Staat ist Dienstleister, ist das die Idee? Ja, eher so das Gefühl, was die Eltern alles machen. Die Eltern nehmen ja sehr viel ab und jetzt ist der Staat halt mitverantwortlich, das abzunehmen. Ich glaube, wir unterschätzen das, wenn ich mein Leben lang in die Schule gefahren bin, wenn mein Leben lang alles mir abgenommen wird, dass ich auch nie gelernt habe, irgendwie selber bestimmte Dinge einfach mein Handlungsspielfeld wahrzunehmen. Und da habe ich so ein Gefühl von Ohnmacht, wenn ich das nicht kann. Und wir sehen das schon, dass junge Menschen an Kleinigkeiten zerbrechen, weil die eben nie gelernt haben, selber Bewältigungsstrategien zu entwickeln oder selber diese Dinge mit zu bespielen. Frau Milborn, Sie wollten gerade. Ich glaube, Sie hatten einen wichtigen Punkt, dass Sie gesagt haben, dass junge Leute Schwierigkeiten haben, sich überhaupt einzuordnen zwischen links und rechts, weil das ist ja nicht das, was die AfD oder auch die FPÖ in Österreich, die eine etablierte Partei ist übrigens, machen, sondern die positionieren sich jetzt System und Gegensystem. Ja, genau. Und alle anderen Parteien werden als Systemparteien bezeichnet. Und das ist dann nicht so leicht, sich einzuordnen. Ist es links, ist es rechts, bin ich jetzt Mitte? Aber was schon ist, die sind das System. Und da wird die SPÖ in Österreich dazu gezählt, obwohl sie nicht in der Regierung war. Die SPD ohnehin, weil die ist ja noch dazu, stellt ja den Bundeskanzler. Aber auch in Österreich, wo sie in Opposition waren, wird das dazu gezählt. Und die FPÖ bzw. die AfD ist dann die einzige, die gegen dieses System ist, von dem man sich schlecht behandelt fühlt und das einem die letzten Jahre kein gutes Leben verschafft hat. Und ich glaube, das ist das wichtigere Spektrum als links und rechts, das nicht mehr so leicht einzuordnen ist. Plus, dass die anderen Parteien ja auch diese Themen mit aufgreifen. Also wir hatten nach Solingen diese Umfrage gemacht und da waren natürlich auch die SPD eben viele Parteien, die dann einfach das Vokabular der AfD übernommen haben. Das so in Sachen Migration plötzlich ganz anders geredet haben als vorher. Genau, sehr stark und sehr eben gegen Migration. Und da haben auch die Jungen gesagt, schau mal, meine Partei hat das schon vor 5, 6 Jahren gesagt, was die anderen Parteien jetzt das heißt, sagen. da hast du plötzlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Genau, und die wirkt dadurch moderner, die wirkt dadurch fortschrittlicher, die wirkt dabei, jetzt kommen die anderen erst auf die Idee, was meine Partei schon lange wusste. Das sind, da tun sich jetzt die anderen Parteien keinen Gefallen, wenn sie das Vokabular der AfD wiederum übernehmen. Das ist ein interessanter Punkt. Ja. Und Migration ganz grundsätzlich. Ich habe irgendwo ein Interview von Ihnen gelesen, ich glaube bei den Kollegen der Welt war es, empfehle ich sehr, weil es ein echt gutes Interview ist, wo es genau auch um diese Frage geht. Sie sagen, Migration ist etwas, was junge Leute durchaus triggert und beschäftigt, weil sie in ihrer Lebenswirklichkeit eine viel größere Rolle spielt als für häufig Erwachsene. Wo? Genau, das wird tatsächlich komplett unterschätzt. Das fängt in der Schule an, beim Weggehen im Freibad und so weiter. Da treffen die natürlich auch mit Asylmigration kommen ganz anders zusammen, haben gewisse Ängste, plus dass die auch sehr, sehr stark über Social Media bespielt werden. Das wird auch unterschätzt. Das wirkt immer recht unterkomplex, wenn wir denken, ja, Social Media, aber die Jungen, also egal wo wir waren, haben uns Videos erklärt und gezeigt, die alle das Gleiche angeschaut haben, die immer wieder emotional aufgeladen waren und die immer wieder auch die Wirklichkeit der Jungen in einer gewissen Weise auch verzehren. Das heißt also, da haben Migranten zum Beispiel dann einen deutschen Jungen verprügelt sozusagen und das haben die gesehen und jetzt sehen die da draußen dann irgendwelche Migranten, die dann auch sehr laut oder wie auch immer sind und assoziieren das dann permanent und das war immer da, das war immer omnipräsent bei den Jungen, weil die auch permanent mit solchen Dingen befeuert werden. So, also das Thema Migration ist viel nahbarer und ich glaube, für uns Erwachsenen ist es so, wenn wir in der Arbeitswelt sind, da haben wir eben mit Menschen zu tun aus anderen Herkunftsländern, wir machen den gleichen Prozess, da fällt das alles nicht so auf, aber bei den Jüngeren gibt es halt viel, viel mehr Reibungspunkte und das müssen wir ernst nehmen. Jeder 4. Junge hat uns gesagt, das Hauptproblem ist Migration und das war übrigens parteiunabhängig. Das haben uns auch Menschen gesagt, die sagen, ich will SPD, FDP, Migration ist für mich aber Nummer 1.
Und was auch neu war, ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, dass die jungen Menschen ein großes Toleranzverständnis für andere junge Menschen haben, die AfD wählen. Das ist auch neu. Das hatten wir für 4, 5 Jahren in der Form Also nicht. man sagt, du wählst AfD, aber das ist okay. Genau, du bleibst ja noch mein Freund, das ist okay, ich will eben was anderes. Also man hat dann ein ganz anderes Toleranzverständnis. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass diese Dichotomisierung in links und rechts bei den Jungen gar nicht mehr so zeitgemäß ist. Die AfD ist ja Mitte, wie Sie gerade Aus der gesagt Sicht haben. der Jungen. Ja. Aber es ist ja auch interessant. Ne? Also in Brandenburg haben ja erstmals 16-Jährige auch gewählt. Ja, ne? genau. Also da mussten wir feststellen, je jünger die Leute, die Wähler waren, desto ferner waren die eigentlich von Demokratieverständnis oder auch desto extremer wählen die. Und da würde ich sagen, also das Wahlalter zu reduzieren, finde ich super, um den demografischen Wandel auszugleichen. Aber ohne Vorkenntnisse, ohne die wirklich darauf vorzubereiten, ist wie Digitalisierung der Schule einführen, ohne Lehrer zu vorbereiten. Also das Aber da ist nicht das Wahlalter dran schuld, sondern dann die Institutionen. wir konnten aber feststellen, je älter die waren, desto höher war dann das Verständnis. Da kommt dann auch so eine eigene Initiative, sich dann selber damit zu beschäftigen. So ab 20 war schon noch mal ein ganz anderes Niveau. Aber bei den 16- bis 18-Jährigen, das war so widersprüchlich. Die haben sich innerhalb von einem Satz 3 oder 4 Mal widersprochen. Das hat auch gar keinen Spaß gemacht, dazu zu hören. Tut mir leid. Aber trotzdem wichtig, dass Sie es gemacht Das haben. ist die Altersgruppe, in der wir eigentlich am meisten Einflussmöglichkeiten hätten. Hätten in der dagegen Schule, was genau. zu machen. Herr Kühnert, wo Sie komplett raus sind, schauen Sie sich das mal an. Ja, mir sind die Zahlen bekannt. Das Also ist mein Wähler Job, unter mich damit 25 Jahren, auseinanderzusetzen. 38 AfD, 7% SPD. Sachsen 31 AfD, ich schaue mir das gerade mal an, SPD 7%. Brandenburg 31 versus 19. Ja. Wie geht Ihre Erklärung dafür? Gut, also auch auf die Gefahr hin, dass einem dann wieder Relativieren vorgeworfen wird. Aber mit Blick auf Thüringen beispielsweise muss man jetzt auch einfach mal darauf hinweisen, die AfD ist bei dieser Wahl leider insgesamt mehr als 6-mal so stark wie die SPD oder 5-mal so stark gewesen wie die SPD. Dann ist jetzt erstmal nicht verwunderlich, dass sich das so ähnlich auch bei Jungen niederschlägt. Aber prinzipiell ist das doch ein Albtraum für Sie. Ja, was wir prinzipiell sehen, die Annahme oder die Realität, die wir jahrelang hatten, dass Rechtsaußenparteien wie die AfD in jungen Zielgruppen unterperformen, also weniger dort gewählt werden als anderswo, das ist vorbei. Und ich glaube, hier handelt es sich auch um eine Entwicklung, die werden wir auch außerhalb ostdeutscher Bundesländer jetzt immer stärker erleben. Es gibt unterschiedliche Gründe. Soweit ich die Studien, die ich mir ja dann auch zu Gemüte führe, verstehe, hat es einerseits damit zu tun, ne, junge Menschen kennzeichnen sich ja dadurch, dass sie überwiegend jetzt noch keinen dollen ökonomischen Hintergrund zum Beispiel haben. Und warum glauben die der AfD mehr als Ihnen? Ich weiß gar nicht, ob die der AfD unbedingt mehr Glauben schenken, aber ich habe in einem... Sonst würden die ja nicht wählen. Naja, es gibt auch andere Gründe als Glauben, um eine Partei zu wählen, aber also, darf ich... Herr Maas sagt, wir sollten aufhören, damit das als Protest zu verklären. Etwa 81% haben gesagt, sie wählen die AfD wegen dem Parteiprogramm, wegen dem Inhalt. Ob sie es gelesen haben oder nicht, aber das kann dann vieles bedeuten, konkret. Ja, aber es bedeutet nicht, dass es eine Protestwahl ist. Es bedeutet, das haben wir nämlich auch abgefragt. Das ist der Punkt. Nee, davon bin ich ich auch glaube, gar das nicht... sollten wir uns insgesamt mal verabschieden, dass das Protestwähler sind. Also jedes Jahr wählen so und so viele Menschen aus Protest, dann können ja auch andere Parteien jetzt Absolut, da bin ich vollkommen einig. Was ich vor ein paar Tagen gelesen habe und was mich überzeugt hat als Beginn einer Erklärung, ist, dass jemand aufgeschrieben hat, dass für junge Menschen, die ja auch in Form von Visionen versuchen, sich diese Welt zu erschließen, die träumen wollen, die ganz vieles Etabliertes angreifen wollen, dass die AfD für die einzige Partei ist, die ein Programm, auch wenn ich das ganz fürchterlich finde, anbietet, was ernsthaft den Eindruck vermittelt, hier erhebt eine Partei den Anspruch, sehr grundsätzlich Dinge an unserem Zusammenleben zu ändern. Nicht im Mikrobereich, nicht mit ein bisschen Reform hier oder dort, sondern das große Rad drehen. Die versprechen mir, wenn ich denen die Stimme gebe, dann ändert sich aber mal richtig was in der Gesellschaft. Und wenn man uns jetzt vorwerfen will, das verkörpern wir nicht, muss ich sagen, ja, das stimmt. Diesen Anspruch und das... Wir sind eingestiegen vorhin, indem ich unter anderem gesagt habe, was alles wegen demokratischer Abläufe, Mehrheiten und so weiter nicht geht. Dazu stehe ich auch. Aber ich verstehe schon, dass für einen jungen Menschen, der vor Kraft kaum laufen kann und alles verändern will, das jetzt erstmal nicht so klingt, als wäre das lohnenswert, das zu wählen. Während die AfD ein anderes Ermächtigungsgefühl für junge Menschen vielleicht vermittelt.